Nach gefühlt endlosen Verzögerungen bei unserer Verschiffung können wir endlich unseren Van in Uruguay abholen. Ich habe Jimmy schon gesehen. Da vorne ist er. Der Prozess zur Abholung ist auch erstaunlich unkompliziert. Können sich einige Länder hier so davon was abgucken, denn also vor allem Panama war ja der absolute Horror. Bis wir eine böse Überraschung erleben. Oh, das ist ein Scheiß. Hallo zurück aus der Sommerpause. Wir hoffen sehr, dass ihr einen schönen Sommer hattet und euch genauso freut wie wir, dass es bei uns endlich weitergeht. Wir können endlich unseren Van abholen. Ich bin ganz schön aus dem Häuschen. Es ist irgendwie so ein ganz neuer Abschnitt gefühlt. Ja, auf jeden Fall müssen wir jetzt noch ein, zwei Sachen erledigen und ich würde sagen, wir starten erstmal mit der Autoversicherung, denn ohne die können wir den Van definitiv nicht abholen. So krass, wie das Klima wieder anders ist. So eine Feuchtigkeit. Irgendwie ist es kühl, aber ich fühle mich komplett nass schon mit der Jacke. Es ist so ein komplett anderes Wetter hier. Si lo puedes ver urgente, que está el cliente acá. Bueno, va bien así, sí. Muchas gracias. Ciao. Ciao. Ja, die Versicherung ging jetzt eigentlich kompliziert, aber problemlos, oder? Ja. Ganz abgeschlossen. Genau, also wir haben es jetzt für ein Jahr abgeschlossen. Für die Mercosur-Staaten. Man kann es früher canceln, wenn man es früher nicht mehr braucht, weil es sind nicht alle Staaten drin inklusive. Aber vor allem müssen wir jetzt noch zu so einem... Ja, man bezahlt die Versicherung eigentlich nicht hier vor Ort, sondern man geht zu einem... Ja, so ein Dienstleister, Schalter, der ist wohl an fast jeder Ecke, also suchen wir jetzt einen und dann... Und das bezahlen wir und dann müssen wir noch Geld abholen und da kommt das nächste Problem. Wir haben den Großteil der Verschiffungskosten ja bereits gedeckt in Panama, aber eben nur den Großteil. Das waren ja etwas über 2.500 €. Und hier nochmal zur Abholung kommen nochmal Hafengebühren, die Agentin, die Kosten, die hier nochmal anfallen, das sind 1.750 $, die wir noch zahlen müssen. Ja, dafür müssen wir jetzt Cash holen. In Dollar. Das soll wohl angeblich möglich sein, aber das Problem ist, jeder Bankomat hier hat ein Limit. Ich glaube, es sind 200 $ pro Abhebung. Also ja, wir hoffen sehr, dass wir in der letzten halben Stunde, die uns jetzt noch reicht bis zum Termin mit der Agentin, genug Bankomaten finden, dass wir da das Geld abholen können. Die einzige Alternative wäre Western Union, aber das kriegen wir so schnell auch nicht mehr geregelt. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Also von dem her suchen wir jetzt ein paar Bankomaten und hoffen, dass wir an genug Bargeld kommen. Das funktioniert hier nicht. Nee. Naja. Jetzt hat es aber so gut geklappt. Ja. Naja. Hoffentlich bei einer anderen Bank. Gut. Das ging doch eigentlich besser als gedacht. Also wir haben jetzt das ganze Geld zusammen und wir mussten zwar 5 Bankomaten aufsuchen, um zum Geld zu kommen, aber es hat geklappt. Genau, das ist ja das Wichtigste. Und auch so ist es immer noch so viel einfacher, als es in Argentinien war. Da hat man ja höchstens 20 $ pro Transaktion rausholen können bei 9 $ Gebühren. Also völlig. Hier haben wir zwar auch pro Bezug 6 $ Gebühren bezahlt, aber ja, ist halt so. Bei dem Betrag fällt es gar nicht mehr so sehr ins Gewicht, leider. Ja. Jetzt laufen wir zum Agenten und hoffentlich haben wir bald Jimmy wieder bei uns. Ich freue mich schon auf den Van. Ich hoffe, es klappt jetzt endlich alles. Ja, ich hoffe auch. So ein großes, gutes Finale zu der Geschichte wäre gut.
Okay, wir haben uns mit Rachi, unserer Agentin, getroffen. Es wird jetzt jemand von der Agentur mitkommen, um uns am Hafen zu helfen. Das heißt, Roberto helfen, denn es darf nur der Fahrzeughalter rein. Ich werde mit der Frau von unserem Container-Buddy Kaffee trinken. Ich habe den angenehmeren Teil. Ja, und dann treffen wir uns. Wir holen nachher nochmal unsere Taschen hier ab. Sollte jetzt theoretisch alles gut laufen. Ja. Bezahlt haben wir auch schon. Versicherung sollte okay sein. Ich habe Jimmy schon gesehen. Da vorne ist er. Die haben ihn schon bereits ausgeladen. Wir dachten eigentlich, dass wir das heute zusammen machen, aber ja, offensichtlich haben sie gestern den Container geleert und das Fahrzeug rausgestellt. Ich hoffe, nichts ist weggekommen, weil ja, wir haben den Container gebucht, damit das alles sicher bleibt und wir den Container dann auch öffnen. Aber ja, ist halt leider so. Und in bester Gesellschaft hier. Ich kann doch nicht einfach ruhig sitzen und Kaffee trinken. Ich muss ja immer so ein bisschen das Gefühl von Kontrolle haben wenigstens. Hier habe ich gar keine Kontrolle. Ich kann nicht mal in den Hafen rein und zusehen, wie das jetzt abläuft. Aber ja, ich glaube, Roberto kann da sicher was aufnehmen, filmen und dann wird er berichten. Ich habe einfach so viele Fragezeichen noch im Kopf. Der Van stand ja jetzt unerwartet 2 Monate fast im Container. Als wir ihn verladen haben, hat es geregnet. Das heißt, es ist noch so viel Feuchtigkeit mit reingekommen. Wer weiß, ob es da drinnen schimmelt. Die Räder haben ja auch nicht den vollen Luftdruck. Das heißt, ich hoffe sehr, dass die jetzt nicht irgendwie in Eierform bleiben für immer. Dass die sich nicht final deformiert haben. Und dass einfach sonst alles gut läuft. Das ist... irgendwie hat man so ein bisschen den Glauben verloren, wenn es 2 Monate lang dauernd schief geht. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist die Pechsträhne jetzt vorbei und jetzt läuft alles wieder so, wie es soll. Also ich würde es mir sehr wünschen. Hier ist auch die Ausfahrt des Hafens. Mal sehen, vielleicht erwische ich Roberto gleich, wie er da rausfährt mit dem Jimmy. Das wäre so cool. Ich habe schon bereits einen Blick reingeworfen. Wir warten jetzt noch auf die Schlüssel. Aber was ich sehe, gefällt mir gar nicht. Also ich sehe hier Schimmel auf unserer Box. 2 Monate im Container. Ich habe keine Ahnung, wie gut das dem Fahrzeug getan hat. Aber auf dem ersten Blick sieht das gar nicht gut aus. Der Prozess hier am Hafen scheint auf jeden Fall ziemlich entspannt zu sein. Wir müssen keine Warnweste tragen. Der Verschiffer, der organisiert jetzt den Schlüssel und erledigt den ganzen Papierkram. Das Einzige, was ist, glaube ich, wir müssen noch zum Zoll fahren oder der Zoll kommt zu uns. Das haben wir noch nicht so richtig mitbekommen. Und danach können wir schon rausfahren. Von draußen sieht das Fahrzeug gut aus. Also es sieht nicht so aus, als wäre irgendwas kaputt, aber ja, mal schauen. Ich bin jetzt einmal ums Fahrzeug rumgelaufen und es ist mir hier hinten aufgefallen, dass unsere Hecktür nicht mehr richtig zu ist. Was komisch ist, denn wir hatten sie geschlossen, als wir den Van verschifft hatten. Den Schlüssel habe ich bekommen. Mal schauen, wie es drin aussieht. Hier ist alles so eng. Ups. Ich komme hier nicht rein. Okay, zweiter Versuch von der anderen Seite. Sieht eigentlich soweit alles gut aus. Abgesehen vom Schimmel hier und dass irgendwie alles am Boden liegt. Also ich öffne auf jeden Fall mal alle Fenster, weil ich weiß nicht, wie gut das ist. Obwohl es wirklich hier nur hier auf der Box nach Schimmel aussieht. Ich hoffe, das ist alles. Also, ja. Also wir haben doch ein bisschen mehr Schimmel als gedacht. Also hier auf dem Lenkrad ist noch Schimmel. Hier an der Seite ist noch ein bisschen Schimmel. Ich glaube, wir müssen Jimmy mal so richtig durchreinigen, bevor es mit dem weitergeht.
Dinger sind ja riesig und sowas aus der Nähe mal zu sehen ist schon richtig geil. Auf jeden Fall, ich pumpe hier die Reifen auf, während Ezekiel noch die Batterie an seinem Motorrad montiert. Ich nutze hier die Zeit, um das zu machen, dann muss ich es draußen nicht machen. Denn wir müssen noch zum Zoll fahren, das liegt in dem Gebäude da hinten. Und danach sind wir eigentlich fertig. Drin stinkt es ziemlich fest. Ich habe jetzt noch die Seitentür aufgemacht, um halt ein bisschen Luft reinlassen zu lassen. Ja, stimmt. Und danach können wir wieder rausfahren und dann hole ich Jessie ab. Gerade vorhin habe ich den Van kurz im Hafen durchfahren gesehen. Also er fährt und fährt aber nicht raus. Ich verstehe es nicht ganz. Ich warte schon ziemlich lange seitdem, weil ich dachte erst, der kommt jetzt gleich raus und ich will das filmen, wie er rausfährt. Und es passiert dauernd nichts. Also ich weiß nicht. Erst war ich total euphorisch und jetzt frage ich mich, was da los ist. Kleines Stück weiter und hier ist der Zoll. Also, tenemos que esperar. Esperamos aquí. Okay, warten hier mal. Decime. Yo ya tengo los preingresos acá. Sí, decime el número de una. ¿El motor está ahí? El número de motor Sí, no acá. tiene. Ese es el chasis. Sí, el chasis. Sí. Motor A. Ya estamos. Ya estamos. Ya estamos. ¿Están listos? Bueno, muchas gracias. No, Muchísimas por gracias. favor. Que pasen Que bien. pasen Buen bien. Día. Ciao. Und so schnell ging das. Also, wenn ich überlege, wie lange wir in Panama gebraucht haben, um das Fahrzeug zu verschiffen, hier, um es abzuholen, also den Tipp, den wir jetzt bekommen haben, das ging keine 10 Minuten und alles so gemütlich, alles so entspannt, also ja, könnten sich einige Länder hier so davon was abgucken, denn also vor allem Panama war ja der absolute Horror. Aber ja, jetzt haben wir alles und jetzt können wir rausfahren und ich freue mich auch wieder Jessie zu sehen. Hola, buenas. Der Van ist da. Ich kann es immer noch nicht fassen. Nach einem 2-monatigen Marathon hat es doch noch geklappt. Ich habe nicht mehr dran geglaubt irgendwie, aber wie geil. Da ist er. Wo ist er? Hier. Okay, jetzt muss ich irgendwie über die Straße kommen. Wir treffen uns da vorne an der Ecke. Und Ezekiel mit dem Motorrad, unser Container Buddy, ist gleich dahinter. Ein Schimmel drin. Was? Ja. Es tut so gut, unseren Jimmy wieder da zu haben. Auch wenn ich sagen muss, es war schon ganz schön ernüchternd zu sehen, in welchem Zustand wir ihn jetzt zurückerhalten haben. Es riecht ganz schön streng und ja, das andere Problem, das müssen wir auch noch irgendwie in den Griff kriegen. Wir müssen irgendwelche Mittel dafür besorgen und da kommt definitiv einiges an Arbeit auf uns zu. Wir müssen alles rausräumen und auch erstmal schauen, wie weit sich der Schimmel da ausgebreitet hat. Machen wir aber wahrscheinlich nicht mehr alles heute. Also heute machen wir das Minimum, das nötig ist. Wir füllen jetzt gerade noch die Reifen fertig auf, damit wir an unseren Schlafplatz fahren können. Gehen unterwegs einkaufen, holen Wasser und dann, glaube ich, sehen wir uns einfach morgen wieder, wenn es weitergeht. Guten Morgen. Wir hatten eine definitiv andere Nacht, als wir erwartet hatten. Wir waren noch einkaufen, haben unter anderem auch Schimmelentferner gekauft und als wir dann hier am Stellplatz angekommen sind, ja, konnten wir es nicht einfach sein lassen. Wir haben dann noch bis tief in die Nacht versucht, wenigstens an den Oberflächen ein bisschen den Schimmel wegzukriegen. Denn es scheint sich wirklich überall ein bisschen so ein Film gebildet zu haben. Und da drin zu schlafen ist natürlich auch nicht geil. Wir haben versucht auch möglichst viele Textilien schon rauszukriegen. Wir haben in unseren Schlafsäcken geschlafen, denn die waren wenigstens relativ dicht abgepackt oder weggeräumt in unserer Tasche, die wir normalerweise auf dem Dach haben.
Und so ging es dann einigermaßen, aber es ist immer noch total muffig. Wir haben auch die Schränke noch nicht ausgeräumt. Und das heißt, heute ist einfach mal Schimmeltag. Wir haben auch die Küche nicht im Betrieb hier hinten. Da unten sieht man es vielleicht. So habe ich heute früh den Kaffee gemacht. Alles sehr notdürftig. Aber es ekelt einen einfach. Und es ist ja auch gesundheitsschädlich mit dem Schimmel da drin. Also wollen wir jetzt doch ein bisschen die Risiken minimieren. Haben uns auch Handschuhe gekauft und ja, Atemmasken nicht, aber 1, 2 finden wir vielleicht noch. Ja, mal sehen. Also ich hatte mir die erste Nacht wieder zurück im Van definitiv anders vorgestellt, aber es ist, wie es ist. Wir schauen jetzt, dass wir vorwärts machen. Denn morgen soll es wieder regnen und da ist nichts mit aus dem Van rausrühmen. You're glowing in the dark, glowing in the dark, yeah, you're glowing in the dark. You can make it go away, glowing in the dark. You can make it go away, glowing in the dark. Can't stop looking at you, you're like a firefly. Man denkt immer wieder so, ah ja, da sieht es ja gar nicht mal so schlimm aus. Und dann kommt das nächste und da ist dann so richtiger Schimmel drauf, nicht einfach nur so ein Film von Sporen. Also gerade beim Gewürz zum Beispiel, da ist richtig Schimmel dran. Du meintest gerade noch da beim einen Schlauch, oder? Ja. Also wirklich an sehr blöden Schichten. Ich meine, klar, Gewürz, das kriegt man weg, aber wenn dann... Oh, das ist ein Scheiß. I think I lost my way, but got you to help me back. Tell me what I should do now. Es ist kurz vor 2 Uhr nachmittags. Das ist der Zwischenstand. Eigentlich einfach ein großes Chaos. Wir fühlen uns nicht wirklich so, als wenn wir vorangekommen. Wir merken auch, es wird Tage dauern, bis wir hier durch sind. Das Problem ist aber, morgen soll ein richtiger Sturzregen kommen. Wir haben darum beschlossen, das Zelt rauszuholen und alle Sachen da rein zu tun. Natürlich kontaminieren wir damit auch das Zelt, aber ja, das müssen wir dann einfach auch reinigen. Aber wir können ja nicht alles hier draußen lassen. Wir werden heute sicher nicht fertig, um das alles wieder reinzunehmen. Ja, ich hoffe, der Regen kommt überhaupt erst morgen, weil es windet schon so stark jetzt. Dass, ja, es fühlt sich eigentlich an, als müsste er jeden Moment kommen. Do you think it changes your kind of behavior when you go somewhere to... The small one? Yeah, this size. Was ist das für ein Wetter? Das ist ja unglaublich, was so runterkommt. Als hätten wir nicht schon genug Sorgen. Guten Morgen zu Tag 3 auf unserem Campingplatz. Hier hinter mir ist immer noch das Chaos. Mittlerweile ist es auch noch komplett nass geworden, denn ja, wir haben es hier zwar unterm Dach vor Regen geschützt, aber natürlich nicht vor dem Morgentau. Ja, das war nicht so clever, aber auf der anderen Seite, wo hätten wir es sonst hingetan? Wir hätten es vielleicht abdecken können. Immerhin sind wir so weit, dass wir den Innenraum fast fertig haben. Roberto macht gerade den hintersten Teil noch fertig, während ich Kaffee mache. Ich glaube, uns geht auch bald das Gas aus in der Kartusche. Also werden wir heute unbedingt auch die Küche in Betrieb nehmen wieder.
und anfangen, die ersten Sachen wieder reinzukriegen. Also ja, ich glaube, es ist schon, man sieht ein bisschen den Fortschritt. Erstmal, ja, bei jeder Aufräumaktion ist ja erstmal richtig Chaos, bevor man wieder Ordnung reinbringen kann. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Morgen. Na, kommst du voran drin? Ja. So startet man doch schön in den Tag, oder? Zumindest scheint die Sonne. Ja. Aber kalt ist es. Ja. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Okay. Dann trinken wir erstmal Kaffee und dann werden wir auch ein bisschen besser wach. Oder so. Oder so. Es nimmt kein Ende. Wir räumen andauernd Sachen hin und her. Die Waschmaschine läuft im Dauerlauf. Und ja, wir kommen einfach nicht dazu, euch endlich zu erzählen, was denn mit der Verschiffung war. Darum habe ich jetzt gesagt, ich setze mich hin und erzähle es euch. Weil ich habe keine Nerven dazu. Ich bin komplett durch mit allem. Ja, es ist sehr stressig, die Tage mit Roberto. Und dem Schimmel vor allem. Aber ja, auf jeden Fall, nach dem ersten Chaos in Panama hat dann die Abfahrt auch recht gut geklappt, war pünktlich und das Schiff ist mit dem Container zum ersten Zwischenstopp in Cartagena in Kolumbien gefahren. Da hat das Schiff, das den Container an den nächsten Stopp mitnehmen sollte, einfach die Route geändert und Cartagena gar nicht erst angefahren. Das heißt, wir mussten auf ein neues Schiff umgebucht werden. Ja, kurz vor der Abfahrt hat dann der Zoll den Container rausgenommen, um den zu prüfen. Da lief zum Glück alles okay und entgegen der ersten Informationen hat der Container es trotzdem pünktlich auf das Schiff geschafft und ist damit dann nach Santos in Brasilien gefahren, das ist nahe Sao Paulo, und da passierte wieder dasselbe. Schon wieder hat ein Schiff die Route geändert, hat Santos einfach ausgelassen, den Container dementsprechend nicht mitgenommen. Und wir mussten wieder umgebucht werden auf das nächste Schiff. Gegen Ende war das Chaos wirklich komplett, weil das Tracking sagt, dass der Container auf ein Schiff aufgeladen wurde. Unsere Agentin hier vor Ort und die Reederei haben aber gesagt, dass das nicht das Schiff ist, auf dem der Container ankommen wird, sondern dass der nochmal umgebucht wurde auf ein anderes Schiff, das nochmal später kommen sollte. Ja, und dann auf einmal hieß es, der Container ist jetzt doch da angekommen. Und dann mussten wir innerhalb von 2-3 Tagen alles in Buenos Aires zusammenpacken, alles fertig machen, wo wir uns ja eingeteilt hatten, dass wir nochmal 10 Tage länger warten müssen. Wir haben Airbnb nochmal gebucht, wir hatten natürlich dementsprechend Ausgaben, da haben wir nicht alles zurückbekommen bei der Rückerstattung. Ich meine, allgemein haben wir mit 3 Wochen gerechnet und am Ende waren es fast 2 Monate, die wir auf den Container warten mussten. Wir hatten weder damit gerechnet, so viel für Airbnb zahlen zu müssen. Wir dachten auch zwischendurch, vielleicht können wir woanders hinfahren, wo es doch nochmal günstiger ist. Aber es hieß ja immer, ja, in einer Woche ist der Container da. Ja, wir verschieben es nur ein bisschen. Und dann kann man halt so schlecht planen. Und jetzt haben wir das Geschenk, gell? Ein großes Geschenk. Gefühlt nimmt das Ganze kein Ende. Also wir sind seit Tagen am Waschen, Putzen, Waschen, um diesen scheiß Schimmel wegzubekommen überall. Und ja, mittlerweile ist es besser, aber wie viele Sachen wir hier drin haben. Also ich bin immer wieder erstaunt, was wir hier alles wieder rein tun. Aber es macht es nicht besser. Also wir sind komplett fix und fertig. Wir haben uns das Ganze ein bisschen anders vorgestellt. Wir waren richtig froh, Jimmy abzuholen, cool weiterzugehen. Aber nö, hätte nicht sollen sein. Also keine Ahnung. Und ja, ich glaube, die nächsten Tage sind wir immer noch dran mit Putzen und Waschen. Also von dem her wird sich hier nicht wirklich viel ändern. Und wir wollen ja das Video nicht unnötig in die Länge ziehen. Von dem her glaube ich, dass wir das Video hier beenden. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir auch. Oder vielleicht ein bisschen mehr als wir. Ja, gut. Ja, aber ja, wir hoffen, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ist halt Realität. So ist es hier. Es ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen und naja, wir hoffen, dass das nächste Video besser ist.
Ja, und wir hoffen natürlich, dass ihr dann weiter dabei seid und jetzt nicht irgendwie einen Abturner bekommen habt von unserer Abholung hier. Ja. Naja. Ja, also dann hoffen wir, dass wir uns bald wiedersehen. Hasta luego. Hasta luego. Limits. Limit. Oh. Tomaten, die wir besuchen mussten, um da überhaupt ein Geld zu... Ich pump's in... Ja.